Hey Hosters und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Online. Natürlich, wie sollte es anders sein, auf meinem wunderschönen großen Account. Und heute spielen wir noch immer mit Tsunami und mit Viking. Solange sich das Ganze hier einigermaßen lohnt, möchte ich dem Ganzen auch ein bisschen Präsenz geben. Und ihr habt sicherlich auch selber schon gesehen in der einen oder anderen Schlacht, wenn ihr solche Gegner habt, ja, dass diese höchstwahrscheinlich die oberen Plätze für sich selber beanspruchen oder natürlich auch im eigenen Team. Schauen wir mal, ob das auch weiterhin so bleibt. Ich kann mir gut vorstellen, vielleicht ist das doch ein bisschen zu stark. Vielleicht muss da doch noch ein bisschen was an der einen oder anderen Prozentzahl geändert werden. Mal gucken. Aber gut, das jedenfalls dazu. Wenn euch das Ganze gefällt, also nicht nur Tsunami, sondern das, was ihr hier seht, also nicht mich, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich bin ja berührt, auch vielen Dank. Nee, aber lasst sehr gerne ein Like da, würde mich freuen. Genauso wie ein Abo. Vielleicht steigen ja dann nochmal wieder die Zahlen. Gut. Aber eine Sache bin ich euch noch schuldig geblieben, und zwar einen Screenshot einzublenden bezüglich einer Schlacht, in der ich war. Und da bin ich jetzt gar nicht mal so schlecht gewesen, würde ich mal behaupten. Mit über 1000 Punkten bin ich rausgegangen, lief für mich gut, aber natürlich ist das eine Niederlage gewesen. Und da habe ich halt auch angefangen, mal zu schauen, wie oft verliere ich denn eigentlich? Strichliste geführt. Und das Endergebnis erst einmal, ja, der Zwischenstand ist, ich habe 29 Spiele verloren und 15 gewonnen. Und 5 gingen am Ende unentschieden aus. Also, ja, nicht so schön. Ich hätte es mir aber auch schlechter vorgestellt. Wobei ich sagen muss, dass ich möchte mich jetzt nicht zu überhöht darstellen und sagen, es liegt nur an mir. Also, wenn wir verlieren, liegt es wahrscheinlich an mir. Nein, aber ich würde sagen, dass jetzt mit dieser Kombination meine persönliche Leistung vielleicht ein bisschen dazu beigetragen hat, dass wenigstens das ein oder andere Match für mich gut ausging. Ja? Also, dass wir dann auch tatsächlich gewonnen haben als Team. Müssen natürlich nicht alle 15 sein, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Vielleicht sind ja auch 2 darunter, ne? Die ansonsten eventuell ein Unentschieden oder eine Niederlage gewesen wären. Gut. Das aber dazu. Wir haben natürlich heute noch Themen und ich habe das Gefühl, dass der Geburtstag von Tanky jetzt mal alte Spieler reaktiviert hat, die sich das Ganze mal wieder anschauen wollen, weil sie neugierig sind, was aus dem Spiel geworden ist. Und dann kommen halt natürlich auch Fragen bezüglich, ja, was lohnt sich, nicht wahr? Das ist eine berechtigte Frage. Aber auch, was die ganzen Sachen sind. Und da habe ich jetzt auch angefangen, mal an einem Guide zu arbeiten. Vielleicht ist das auch das falsche Wort. Jedenfalls habe ich mich mal den ganzen Variationen für die Untersätze angenommen und mal erzählt, was diese einzelnen Variationen machen. Und die dann halt in ein Video schön gebündelt reinpacken, dass man das weiß als Neuling oder auch natürlich als alter Spieler, ne? Der halt keine Ahnung davon hat. Das Video sollte wahrscheinlich die nächsten Tage online kommen. Ich weiß noch nicht, wann genau. Ich bin da noch dabei. Es ist erstmal soweit, sage ich mal, der Grundbaustein gelegt. Aber es ist ein bisschen was zu tun. Ja, also habt da noch ein bisschen Geduld, wenn euch das interessiert. Ansonsten, wenn ihr natürlich jetzt auch berechtigterweise die Frage stellt, wie sieht es denn mit den Waffen aus und den Variationen dazu? Da habe ich ja schon in einem anderen Video gesagt, dass das schwieriger zu gestalten ist. Wenn ich es nicht vergesse, kann ich euch das Ganze auch noch verlinken, wo ich das ein bisschen ausführlicher erläutere, warum das halt nicht so einfach ist umzusetzen. Aber auch da kann das dann vielleicht irgendwann mal kommen. Eventuell nicht als nächstes Video, aber weil das dann auch wieder mit viel Aufwand verbunden ist, aber vielleicht irgendwann im Laufe des Jahres, ja. um mal die Zeitspanne ein bisschen breiter zu fassen. Gut. Das wollte ich an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz erwähnt haben. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Hauptthema. Ich habe mit Hilfe modernster Technik, also KI, mal eine Art Potenzialanalyse erstellen lassen zu Tanky Online. Und ich will da jetzt gar nicht so ins Detail reingehen. Ne? Das ist schon sehr ausführlich geworden, ja, also spannende Einblicke, aber natürlich muss man da auch sagen, die KI weiß natürlich nicht die internen Zahlen vom Spiel, ne? Also wie viele Spieler gibt es denn tatsächlich, die aktiv sind und so weiter, ne? Das kann natürlich nur Annahmen treffen und dann halt schauen und so weiter und bewerten, ne? Aber wie gesagt, das ist natürlich alles mit Vorsicht zu genießen, aber es hat mich halt selber mal interessiert. Warum? Es gibt ja auch jetzt mittlerweile Tanky für die PlayStation 4. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, ich habe das ja auch schon mal in einem anderen Video erwähnt, man kann jetzt natürlich sagen, das Spiel ist tot, weil es irgendwie zu wenige Spieler gibt, ja.
Und da ist man wahrscheinlich auch jetzt nicht auf der falschen Seite, wenn man sowas sagt, ja, weil im Vergleich zu früher, ich meine damit 2014, haben natürlich deutlich weniger Spieler, deutlich weniger Interesse und das merkt man natürlich auch einfach, ne? Aber geht das Ganze wieder vielleicht in die richtige Richtung, wenn man beispielsweise mehr Plattformen unterstützt? Weil man muss sich das mal vorstellen, wir haben ja nicht nur einfach am PC das Ganze, wo du da den Client runterladen kannst, wenn du willst, oder direkt im Browser spielen möchtest, oder über Steam, sondern es gibt auch iOS, es gibt Android, es gibt die Switch, jetzt PlayStation 4, PlayStation 5. Fehlt nur noch eigentlich Xbox, oder? Und was dann? Mein Problem war ja immer, das Spiel ist halt auf so vielen Plattformen verfügbar, aber es bringt ja nichts, wenn niemand dieses Spiel kennt. Du hast überall irgendwelche Listeneinträge dann, also du bist halt irgendwo in irgendwelchen Kategorien vertreten bei den ganzen Plattformen, aber was bringt dir das, wenn du auf Platz 135 bist und niemand geht so weit, um irgendein Spiel zu finden in irgendeiner Kategorie? Wisst ihr, was ich meine? Da muss man natürlich ein bisschen nachhelfen. Und wie gesagt, ich habe halt versucht, das Ganze mit KI ein bisschen ausführlicher zu gestalten, zu schauen, gibt es denn überhaupt diese Möglichkeit? Ja, also hat Tanky überhaupt die Möglichkeit, irgendwie nochmal an diese alten Zahlen anzuknüpfen? Wir reden dann hier von 100.000 Spielern, die irgendwie täglich online sind, hoffentlich. Und ich will das, wie gesagt, jetzt gar nicht zu weit im Detail ausführen, weil ansonsten wäre das Video auch viel zu lang. Das ist ich kann euch versprechen, ja, das ist eine echt starke Auswertung mit allen möglichen Konkurrenten auch, ja, und was die so besonders macht und wo man da vielleicht anknüpfen könnte, ja, wenn man das halt möchte. Also wie gesagt, starke Auswertung. Aber die Quintessenz, das ist ja wahrscheinlich das, worauf es euch ankommt. Erst einmal, wie wahrscheinlich sieht das denn die KI? Dass beispielsweise, wir haben übrigens jetzt 16 Spiele gewonnen, dass beispielsweise Tanky auf 100.000 Spieler kommt über einen Zeitraum von 3 Jahren. Was sind mögliche Faktoren, die das begünstigen können und wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Die Wahrscheinlichkeit zuallererst, das ist wahrscheinlich das, was euch jetzt interessiert, sieht die KI bei 20%. Also nicht so sonderlich gut, aber okay, man muss ja auch schauen, was ist denn der Ist-Stand? Was haben wir denn jetzt? Ja, und wohin wollen wir? Na, also hätte ich jetzt gesagt, okay, wie sieht es denn aus mit, ich sag mir jetzt einfach mal 20.000, wäre natürlich die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, 20.000 Spieler zu erreichen. Aber gut, wir haben ja natürlich keine Zahlen, dass wir halt sagen können, ja, wir haben gerade 5.000 Spieler online am Tag, wir haben 10.000, wir haben 20, wir haben vielleicht schon 20.000. So, das ist ja leider nicht so einsehbar, ne? Deswegen alles halt irgendwelche Annahmen, die da getroffen werden und so weiter und so fort. Na, aber wie gesagt, es geht ja, ich finde, ich finde dieses Thema interessant und ihr wahrscheinlich auch. Ne? Sowas klickt sich auch immer besser. Merke ich ja. Gucken wir mal, ob das dann hier die Ausnahme wird in diesem Video. Aber ja, wie gesagt, 20%. Und dann ist halt auch die Frage, okay, wie kommt man denn auf diese Zahlen? Ja, wenn diese 20% tatsächlich zutreffen sollten und man schafft es, welche Weichen müssen dafür gestellt sein? Und der Pay-to-Win-Faktor spielt damit rein. Aber auch hier muss man natürlich sagen, die KI hat natürlich kein Tanky gespielt. Ne? Die kann sich auch wieder nur auf Informationen verlassen oder mit reinnehmen in die Bewertungen, die halt irgendwo öffentlich einsehbar sind. Also das heißt, irgendwelche Bewertungen, irgendwelche Kommentare, irgendwelche Foreneinträge und so weiter und so fort. Ja? Und wenn halt durch die Spieler da sagen, das ist alles Pay-to-Win, geht natürlich die KI davon aus, dass es Pay-to-Win. So, ne? Ist ja klar. Und ich sag mal so, wenn halt natürlich sich 10 Leute beschweren darüber, und keiner das Ganze verteidigt und sagt, nein, das ist ja gar kein Pay-to-Win. Ich will damit nur sagen, ja, die Datenbasis ist natürlich auch nur begrenzt. Ja, muss man halt einfach mal dazu sagen. So, gut. Aber, was muss gemacht werden? Bei diesem ganzen Pay-to-Win, okay, da sieht man den Punkt, dass das abgeschwächt werden sollte. Also das heißt, als Spieler, der nicht bereit ist, Geld reinzustecken, ja, musst du halt dennoch irgendwie, sag ich mal, das Gefühl haben, dass du mitkommst mit den anderen, die halt vielleicht mehr Geld reinstecken. Ja. Ich meine mal, was so kosmetische Sachen angeht, das ist ja egal, das verbessert dich ja nicht jetzt als Spieler. Aber natürlich, Variationen, die neu ins Spiel hinzukommen für irgendwelche Waffen, die haben natürlich dann einen Einfluss, ja. Hast du irgendwie die Möglichkeit, an die neueste Variation zu kommen? Sei es beispielsweise durch das Öffnen von Containern.
So, Container sammelst du natürlich über die Zeit, aber du kannst ja natürlich auch Container kaufen, beziehungsweise die Schlüssel dafür. Ja? Und dann halt so lange öffnen, bis du halt vielleicht die Variation ziehst, die du brauchst. Ja, oder halt natürlich bei Events mitmachen. Ja? Da ist manchmal natürlich die Möglichkeit da, auch ohne jetzt eine super Eigenleistung gute Sachen rauszubekommen aus diesen Events. Da muss man halt auch mal sagen. Manchmal gibt es natürlich auch einfach Dinge, die gewinnst du, indem du einfach mitmachst. Ja? Aber es gibt natürlich auch Sachen, an die kommst du halt nur, wenn du wirklich aktiv spielst, einerseits, viele Punkte machst und dann beispielsweise über viele, viele Kontrakte hinweg das Ganze machst. Ja, also höchstwahrscheinlich über Goldkontrakte, die dann wiederum aber natürlich entsprechend kosten. Da reden wir wieder nicht von Kristallen, sondern von Rubinen. Die Rubine musst du auch erstmal haben. Also wie gesagt, natürlich kann man da dann sagen, ja, ein bisschen Pay-to-Win steckt dann da doch drin. Aber um mal hier ein bisschen die Ehre von Tanky zu verteidigen, man kann, und natürlich, das dauert länger, ja, gar keine Frage. Ja. Wenn du den Weg mit Geld abkürzen kannst, das ist halt nun mal so. Ja? Du kannst ja, wie gesagt, Container kaufen und so. Ja, das gibt dir dann halt Variationen und was auch immer. Natürlich auch Kristalle, mit denen du dann deine Garage verbessern kannst und. Also natürlich, du kannst den Weg dahin abkürzen. Aber, wie gesagt, um mal die Ehre von Tanky zu verteidigen, du bekommst ja dennoch, wenn du halt aktiv spielst, als ganz normaler Spieler, der nicht bereit ist, jeden Monat sonst wie viel Geld auszugeben, dennoch genügend Container, die du halt mit der Zeit sammelst, ja, über die du dann Kristalle bekommst, die du dann wiederum für Verbesserungen und so weiter einsetzen kannst. Ja, gut, also dass es diese Möglichkeit gibt, das ist schon ganz schön und man sieht ja auch, ja, also ich meine, ich gebe ja jetzt halt auch nicht irgendwie Geld für Container aus, sondern die sammle ich natürlich auch alle mit der Zeit an, sei es durch tägliche Aufgaben, durch Events und so weiter, ne, und dann öffne ich die alle gebündelt und dann kriegt man auf einmal schon mit, oh wow, da ist ja doch eine Menge an Kristallen drin. So, okay, aber jetzt will ich hier nicht irgendwie darüber reden, ne, sondern wie gesagt, das ist halt wie gesagt ein Faktor. Ne? Ich würde aber nicht sagen, dass Tanky zu 100% Pay-to-Win ist, ja? Sondern dass man schon natürlich Möglichkeiten hat als normaler Spieler, auch wenn es halt natürlich länger dauert, ja? Da mitzuhalten. So, okay, das erst einmal dazu. Wir kriegen ja auch ab und zu mal Geschenke, ne? Eine weitere Möglichkeit natürlich, und das muss man halt dann auch mal in Betracht ziehen, ist das Thema Werbung. Ja? Wenn die Leute nicht von alleine auf das Spiel kommen, dann muss man halt das Spiel zu den Leuten bringen. Ja, wisst ihr, was ich meine? So, also das ist natürlich eine Möglichkeit. Und dann ist halt auch die Frage, wo genau. Ne? Dann gab es da dann auch eine Auswertung, in welchen Ländern man sich da vielleicht eher zunächst einmal konzentrieren sollte, um halt neue Spieler zu bekommen. Und da gehört leider die deutschsprachige Region nicht dazu. Ja, sondern wir reden dann eher hier natürlich über die Länder, die stark vertreten sind derzeit. Und dass man sich eher dann auf diese Sachen konzentriert. Interessanterweise auch Brasilien scheinbar. Also hätte ich jetzt auch nicht vermutet, aber Brasilien, ja. Wo sind meine brasilianischen Freunde hier? Ne? Die haben sich, ja, man muss mal dazu sagen, ganz kurze Geschichte. Ne? Ich weiß nicht, ob das noch immer so der Fall ist. Aber damals gab es tatsächlich einige brasilianische Spieler, die meine Videos geschaut haben, weil sie halt in der Schule auch Deutsch unterrichtet bekommen haben und dann entsprechend auch ein bisschen das Ganze hier mitverfolgen konnten. Fand ich sehr, sehr schön. Hätte ich nicht gedacht, aber ja, so ist es nun mal. Ja, Brasilien gehört auch zu den Märkten, sage ich mal, oder zu den Ländern, die irgendwie für Tanky relevant sind. Und ja, leider die deutschsprachige Region eher weniger. Ne? Die kann man mitnehmen, klar, aber ist jetzt nicht so der erste Markt, in den man dann gehen sollte, wenn man dann tatsächlich das Spiel bewerben möchte. Gut. Aber wenn es dann mal anläuft und man sieht, es funktioniert, warum nicht diesen dann auch bespielen? Ich meine mal, das Spiel ist ja sowieso schon in Deutsch übersetzt und so, ne? Also ne, das kann man ja einfach mitnehmen. Da muss ja jetzt nicht extra Arbeit, sage ich mal, reinstecken, um das Spiel entsprechend zu übersetzen. Okay, so, dann der nächste Thema. Also wir haben jetzt natürlich Pay-to-Win vielleicht ein bisschen optimieren, ja, ein bisschen runterstellen, dass es fairer wirkt auf Leute, die halt, wie gesagt, nicht bereit sind, auch nur 1 Euro auszugeben. Und dann natürlich das Thema Werbung. So, diese 2 Sachen. Der nächste Punkt ist, um die Leute dann vielleicht auch mehr an das Spiel zu binden, ja, dass die das
sage ich mal, lieber spielen, ne, gib denen halt irgendwelche Ziele. Beispielsweise natürlich in Form von irgendwelchen Ranglisten, ja, irgendwelche Ranked-Matches, die man dann spielen kann. Das ist eine Option. Wir hatten ja auch das Thema mit den Clans, aber das Ganze kann natürlich auch auf Einzelspielerbasis passieren. Ja, dass du da halt in irgendeine Liga aufsteigen kannst und dann entsprechend mit Leuten spielst, die auf deinem Niveau sind. Ja, wo nicht jetzt vielleicht der Gearscore entscheidend ist. Ja, der spielt natürlich auch eine Rolle. Aber es sind ja auch die Variationen. Aber wo du halt gewillt bist und auch sichtbar eine Möglichkeit hast zu sehen, du kannst hier aufsteigen. In irgendeine gewisse Liga kannst du aufsteigen, wenn du halt so weiterspielst. Ne? Oder dann halt auch vielleicht mit Freunden dann reingehst in irgendein Rank-Match. Ne? Also das sind halt auch noch Optionen, die man mal überlegen könnte aus Perspektive von Tanky Online, um halt den Leuten gewisse Ziele zu geben. Ja, weil was machst du? Also du kannst halt natürlich die nächste Legendenstufe erreichen, ja. Du kannst, was auch immer, jede Farbe bekommen, aber natürlich, du kannst auch das ganz normale Matchmaking komplett für dich entscheiden, ja, wenn du halt einfach das Beste hast und du hast da einfach noch 3 Leute mit dir im Team, die machen halt die ganze Arbeit, weißt du, und der Rest des Teams wird halt nur so mitgezogen. Ja, das ist natürlich auch das, was wir halt haben, ja, aber wenn du das Ganze tatsächlich kompetitiv, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht versprochen, kompetitiv, oder? Meine Güte. Ihr wisst, was ich meine. Es wird langsam warm hier. Ja, der Sommer, der kommt. So, na dann ist das halt etwas, was die Leute dann auch beim Spiel halten kann. Ja, weil sie halt so ähnlich wie Gamification bei anderen Sachen, ja, wie man das so schön heutzutage nennt, ne? Einfach, wie gesagt, in andere Sachen bringst du so spielende Elemente mit rein, ja, spielerische Sachen. Und in Spiele kannst du halt, wie gesagt, halt irgendeinen Ranked-Modus reinbringen, ne? Wo du dann halt, keine Ahnung, in der Bronzeliga startest und dich dann hochkämpfst bis zu Diamant, Super Duper Platin oder irgendwie sowas, ne? Keine Ahnung. Sowas ist natürlich halt möglich, ne? Und würde dann natürlich auch dafür sorgen, eventuell eine gute Alternative zum ganz normalen Matchmaking zu sein. Ja, wenn du halt ins Matchmaking kommst, wir haben jetzt übrigens 30 Schlachten verloren, herzlichen Glückwunsch an mich selber. Wenn du halt ins ganz normale Matchmaking kommst, ja, da wirst du mit irgendwelchen Leuten zusammengewürfelt. Ja, ich meine mal, natürlich auch das basiert auf irgendeiner Entscheidung, ne? Aber die ist ja nicht transparent. Du siehst ja jetzt nicht genau, warum bin ich denn jetzt mit dieser oder dieser Person drin. Liegt es am Gearscore? Okay, alle haben 9.999. Ja, aber manchmal hast du auch welche drin, die haben nur 8.000. Also wie kommen die dann da rein? Ja, oder hier. Ja, wie gesagt, 8.000. Ja? Aber wenn du eine Liga hast, ja, das ist nochmal was anderes. Und dann hast du tatsächlich, also wenn du halt, sag ich mal, jetzt böse gesagt, schlecht bist, ja, dann fühlst du dich ja trotzdem nicht schlecht, wenn du halt nur gegen schlechte Leute antrittst, die halt auf deinem gleichen Niveau sind. Und dann hast du auch selber mal eine gute Schlacht, ja, wo du halt irgendwie komplett abgehst, weil du halt einfach das Glück hast, dass du da vielleicht im gegnerischen Team mehr Leute hast, die ein bisschen schlechter sind. Ja? Aber so pendelt sich das Ganze dann natürlich auch für dich irgendwo in einer gewissen Stufe dann ein, die halt zu deiner Leistung passt. Ja, aber das Ganze ist halt eben transparent und vielleicht halt eben auch ein Anreiz zu sagen, ich will da jetzt halt mal die nächste Stufe knacken. Ne? Ich möchte raus aus Silber 1 und rein in Silber 2. Was weiß ich. Ja? Solche Sachen halt. Ne? Also das ist eine Möglichkeit, die man auch noch in Betracht ziehen kann. So, dann muss ich aber mal ganz kurz auf meinen Spickzettel schauen, weil ich nicht weiß, ob ich hier noch irgendwas vergessen habe. Ach so, ansonsten Thema Tanky Classic. Ja, auch eine spannende Sache. Tanky Classic könnte auch dazu dienen, um halt Leute in das Spiel zu locken. Ne? Also zu locken, hört sich so negativ an. Der Rattenfänger von Tanky. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist halt eine Möglichkeit, indem du halt alte Leute, die halt das alte Spiel gekannt haben, über Tanky Classic reinbekommst. Natürlich muss sich das auch erstmal dann einen Namen machen. Also man muss halt erstmal wissen, dass es das Ganze gibt, nicht wahr? Ansonsten lohnt sich das nicht. Aber
Leute, die wissen, dass es das gibt, sind vielleicht dann auch mal bereit, in das aktuelle Tanky reinzugucken. Ne? Zu schauen, was gibt es denn da? Ne? Wie hat sich denn das entwickelt? Ja, und dann natürlich eine weitere Sache, die steht da nicht drin, aber ich denke, das ist auch so ein Ding, was vielleicht für den einen oder anderen relevant ist. Für mich persönlich auch. Ich mag die Remastered-Karten deutlich mehr als die ganz normalen alten. Einfach von der Optik her. Das heißt, wenn man auch hier an einem Punkt ist, wo man dann einfach mal alles auf ein grafisches Niveau gebracht hat, was, sage ich mal, auch wieder zeitgemäß aussieht, ne? Und nicht wie ein Spiel, was aus der Zeit gefallen ist, vielleicht bringt das dann auch neue Leute rein, weil sie halt sehen, oh ja gut, sieht ja irgendwie ganz cool aus. Ne? Aber ja, das ist nur so meine persönliche kleine Meinung dazu und Einordnung. Das hat jetzt mit der Auswertung nichts zu tun. Ist jetzt nur etwas, was mir da jetzt so eingefallen ist. Okay, ich werte das hier auch als Niederlage. Ich war gar nicht so schlecht, nicht wahr? Ja, leider keine Punkte bekommen. Tja, wow. 2 verloren, 1 gewonnen, ist doch schon mal sehr, sehr gut. Passt ja zu meiner persönlichen Auswertung. Ja, aber das sind jedenfalls so diese Bausteine, die man angehen könnte, um halt dann über einen längeren Zeitraum, wenn man es richtig macht, das Spiel wieder größer machen könnte. So. Okay, was bringt uns das jetzt am Ende des Tages? Wahrscheinlich nicht viel. Wir haben nur darüber geredet. Ich habe darüber geredet. Hoffentlich macht ihr das Ganze auch und schreibt ein paar Kommentare. Ja, dann können wir tatsächlich gemeinsam darüber reden oder uns austauschen. Ja, am Ende, ich meine mal, wir als Spieler haben sowieso keine Möglichkeit, was sollen wir denn machen? Also außer natürlich, man kann anderen Leuten Bescheid sagen. Ja, hey, spielen wir jetzt Tanky. Man stellt sich irgendwo auf den Marktplatz und schreit ganz laut, spiel Tanky. Ja, das wahrscheinlich eher weniger. Aber ich meine mal, also als Spieler kann man halt das hinnehmen, was es gerade gibt. Ja, man kann das gut finden, man kann das schlecht finden, man kann aufhören, man kann weiterspielen, man kann seine Ideen teilen. Aber in der reinen Umsetzung liegt es natürlich halt bei Tanky selber, ne? Was halt gemacht wird oder auch nicht. Genau. Aber spannend, ja, also vielleicht, ich sag mal so, ne? Es gibt ja auch genug KI-Memes, die und da ist natürlich auch eine gewisse Wahrheit mit drin, ja. Du kannst da jetzt nicht das objektive Tool erwarten, ne? Was dir halt hart die Fakten einfach nur nennt und halt wirklich tatsächlich knallhart zu dir ist, ne? Also ich meine, klar, du kannst halt den Prompt entsprechend anpassen und sagen, das hast du genauso zu machen. Aber kommt das dann am Ende tatsächlich genauso raus? Sei mal dahingestellt, ne? Aber wie gesagt, es gibt ja genug Memes, die halt die halt die KI so hingehend zeigen, ne, dass die dir zuspricht, egal bei welchen Sachen, ja, oder beispielsweise bei giftigen Pilzen. Ja, natürlich kannst du den Pilz essen. Und dann, ach ja, du hast recht, natürlich war der giftig. Entschuldigung. Wisst ihr, was ich meine? Also insofern muss man das natürlich auch nochmal bedenken, aber ich sagte unter Vorbehalt jetzt einfach, nichtsdestotrotz, interessant, dass die KI da nicht gleich abgewürgt hat und gesagt hat, nee, also mit solchen unrealistischen Sachen brauchst du mir gar nicht erst zu kommen. Also, selbst wenn man halt dieses, ja, tun wir mal so, als bestünde da eine Chance, ja, wollen wir dem Nutzer mal ein gutes Gefühl geben, tätscheln wir ihn mal ein bisschen, also jetzt aus KI-Sicht, ja, weiß ich nicht, vielleicht liegt es realistisch bei 5%, ich weiß es nicht, aber wenn man sich das Ganze anguckt oder anhört, es ergibt Sinn, ne? Also wie gesagt, über Werbung kannst du natürlich neue Leute reinbekommen, nicht wahr? Wenn du das Ganze ein bisschen modernisierst von der Grafik her, ist das vielleicht auch ansprechender für neue Leute, wenn du bestehenden Spielern die Möglichkeit gibst, ich sag mal, an sich selber arbeiten zu wollen, ja, indem sie halt irgendwie einen neuen Rang erreichen, jetzt nicht einen Rang auf Level-Ebene, sondern halt, wie gesagt, kompetitiv. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist ein Wort, was ich nicht häufig benutze. Ja, ich weiß, also auf Englisch wäre es competitive, aber man kann das sicherlich auch eingedeutscht verwenden. Ja, so, jedenfalls, wie gesagt, es klingt schon schlüssig, ne? Ob jetzt die Prozentzahl am Ende hinhaut oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber es bestehen Möglichkeiten und das Schöne ist, das Ganze wird ja aktiv entwickelt, ne? Was mich ja auch zufrieden stimmt oder auch optimistisch stimmt, dass es vielleicht noch da Hoffnung geben könnte. Ja? Dass es tatsächlich noch einen Ausweg gibt.
Aber klar, wenn jetzt, nehmen wir mal an, es würde tatsächlich so kommen, ja. Natürlich hätte es nicht den Charme des alten Tankies, weil es halt einfach eine andere Zeit ist. Es ist, sage ich mal, auch natürlich ein anderes Spiel geworden. Es sind aber auch andere Leute, ja. Und ich sage das auch immer wieder, neuen Leuten ist es egal, wie Tanky vor 10 Jahren aussah, weil sie dieses Spiel nicht kennen von vor 10 Jahren. Ne? Die können nicht den Vergleich ziehen, ach ja, das ist ja irgendwie ganz nett, aber vor 10 Jahren, da war das Spiel irgendwie besser. Also spiele ich das jetzt nicht. Das interessiert ja alte Leute. Das interessiert neue Leute nicht. Wer noch nie Tanky gespielt hat, aber zufrieden ist mit dem, was er jetzt sieht, ja, weil er sagt, ja, ist so ganz cool. Ist doch, also, wisst ihr, das ist dem doch egal. Solange er das aktuelle Spiel mag, ist ihm die alte Version, die er sowieso nie kennengelernt hat, völlig egal. Das gleiche kann man auch sagen von 2009 oder so, oder von 2010 bis zum Rebalance-Update. Ja, da kann man auch sagen, früher war es besser. Da konnte man viel schneller seine M3-Sachen bekommen. Jetzt muss ich ja ziemlich lange spielen. Ja? Aber wie viele Leute kennen Tanky vor dem Rebalance-Update? Ja. Also insofern es ist halt einfach eine andere Zeit. Und es muss den Leuten, die das aktuell spielen, einfach gefallen. Ja? Und wie gesagt, neue Leute, die interessiert das nicht. Die kennen das Alte nicht. Ne? Deswegen, ja, alte Spieler, ne? Die können sich natürlich halt das gegenüberstellen und sagen, ja, ich finde das Neue blöd. Ja, ich möchte lieber das Alte haben. Aber wie gesagt, neue Spieler, die du halt natürlich über Werbung und sonst was bekommst, wie gesagt, denen ist es halt egal. Ne? Denen ist das egal. Denen muss halt das aktuelle Spiel gefallen. So. Aber es bestünde eine Möglichkeit. Ne? Aber es ist halt, das sage ich halt ja auch oft, ja, man muss halt einfach das Spiel finden. Ja, du kannst halt auf allen Plattformen vertreten sein. Wenn man es nicht findet, dann bringt es einem nichts. Und ich hoffe, wie gesagt, dass die Sichtbarkeit eines Tages mal höher ist. Ja, dass man irgendwo in irgendwelchen Empfehlungslisten auftaucht, ja, irgendwo in der Top 10 mit drin ist bei irgendwelchen Kategorien. Einfach, dass man sieht. Ja, allein schon durch das Sehen und kriegst du ja Leute. Ne? Vielleicht jetzt nicht so viele, aber ich würde sagen, das wird natürlich wahrscheinlich ein Nettozuwachs sein, ja, als ein Abfluss. Wenn du auf einmal sichtbar bist in irgendwelchen Online-Stores. Ne? So. Also deswegen, ich sehe das noch immer nicht komplett schwarz, sondern habe weiterhin meine unrealistische Hoffnung, dass es tatsächlich vielleicht eines Tages mal wieder, sage ich mal, mit den Spielerzahlen deutlich mehr bergauf gehen kann. Und dass halt TO weiterhin entwickelt wird, dass das nicht eingestellt wird, ja, das würde ich jetzt einfach mal als positiven Faktor verbuchen. So. Das jedenfalls mal meine Gedanken und vor allem auch die Gedanken der KI dazu, zu diesem Thema. Aber ja, wenn ihr natürlich noch irgendwas dementsprechend loswerden wollt oder diesbezüglich loswerden wollt, dann lasst es mich doch auch sehr, sehr gerne wissen. Boah, ich krieg hier gar nichts hin, oder? Ja. Sieht so danach aus. Ich sag noch ganz, ganz groß, ja, wenn Leute diese Variation haben, dann sind sie ganz oben vertreten. Da bin ich das exakte Beispiel dafür, dass es halt eben nicht der Fall ist. Ach ja, sehr, sehr schön. Aber gut, machen wir das Ganze hier nochmal zu Ende. Hat der mich im Visier? Nee, hat er nicht. Aber ich habe auch selber nicht mehr so viel Leben. Was machen wir denn da? Ja, wir probieren es einfach mal. Fahren wir mal nach vorne. 4000 und trotzdem hat er sich gerettet, dieser Schlingel. Naja, hast du ein Glück. Keine Sorge, zu dir komme ich noch. So, vielen Dank. Dann klauen wir uns einfach mal noch ein paar Kills. Ne, ist auch immer eine gute Taktik. So. Wo ist denn der Ball eigentlich? Ach so, da. Ja gut, Team, ihr macht das schon. Ja, ich versuche mal von der Seite euch ein bisschen den Rücken frei zu halten. Ihr kriegt das schon hin. Upsala. Ja, treffen muss man. Genau. Treffen muss man können. Eieiei. Ach so, natürlich. Wie viele Minen sind denn dann noch? Okay, probieren wir es mal nochmal von der anderen Seite. Ich möchte diesen einen anderen dann nochmal irgendwie eliminiert bekommen. Oder wir gehen jetzt hier auf den Ball. Das ist auch eine Möglichkeit. So, gucken wir mal. Wo fährt denn der lang? Vielleicht sieht er uns ja nicht. So, guck mal, da kommt er vorbei. Ja, das war's mit ihm.
Ah, mit dem noch nicht, aber gleich. Ja, sag ich doch. So. Oh. Ich bin irgendwie, habt ihr das gesehen? Ich bin einfach irgendwie über die Minen gefahren, ohne sie auszulösen. Sehr, sehr cool. Ja, wunderbar. Hat leider nicht so viel gebracht. Ja, ich wäre nie im Leben bis zum Punkt gekommen. Das sah ja gar nicht gut aus. Aber wir kriegen es vielleicht ja trotzdem noch hin. Ja, wir können jetzt den nächsten Angriff starten. Ja, und auch die Gegner müssen ja respawnen. Aber, oh, das ist so nervig. Wenn halt hier die ganzen Panzer irgendwo rumliegen, du kannst da leider nicht an denen vorbeischießen oder durch die durchschießen, sondern schießt halt immer in die kaputten Panzer rein. Ach, Mensch. Ja, schade. So, okay, dann probieren wir es mal nochmal. Wir haben ja noch 3 Minuten auf der Uhr, also mit ein bisschen Glück kriegen wir das schon irgendwie hin. Ja, aber wie gesagt, das war's jetzt im Grunde mit dem thematischen Teil dieser Folge. Jetzt wird nur noch ein bisschen das Gameplay kommentiert. Und ja, das war's. Vielleicht noch ein bisschen meine KD aufbessern. Gucken wir mal. Ja, aber wie gesagt, es gibt Potenzial, ne, was man da ausschöpfen könnte, was das Spiel angeht. Und ja, ich kann mir halt schon vorstellen, dass da vielleicht das eine oder andere in dieser Richtung auch getan wird. Wie gesagt, mit so einem Clan-System, was tatsächlich auch Ranglistenspiele anbietet, ne, würdest du natürlich Leute bekommen. Das Ganze, ob sich das jetzt auf Einzelspielerbasis lohnt, mal gucken, ne? Weiß ich nicht. Vielleicht ja schon. Ne? Das muss ja dann nicht so ein ganz normales Matchmaking sein wie hier, wo du mit so vielen Leuten antrittst, sondern das könnte dann entsprechend auch XPBP sein als Spielmodus oder was auch immer. Ne? Also unabhängig vom Matchmaking halt irgendetwas, mit dem du dich tatsächlich mit anderen Leuten messen kannst. Auch als Einzelspieler. Dass du halt vielleicht nicht unbedingt einem Clan beitreten musst, nur damit du irgendwie ja, ernsthaft spielen kannst. Vielleicht möchtest du ja auch der einsame Wolf sein, der... Oh, komm ey, fahr mir doch nicht hier rein. Ja, vielleicht möchtest du ja der einsame Wolf sein, der nur alleine spielen will. Also natürlich jetzt nicht ein 1 gegen 1, sondern ihr wisst, was ich meine, dann halt zu 6, aber ohne Leute, die er kennt. Ne? Einfach mit irgendwelchen zufälligen Leuten zusammengewürfelt, dann spielen. Ja? Das wäre wahrscheinlich ich. Ja, wobei, wie gesagt, wenn so ein Clan-Ding rauskommen würde, war klar, könnte man natürlich auch mal ausprobieren. Aber ein Clan kostet natürlich, ne? Den kannst du ja nicht einfach so erstellen. Dafür musst du ja auch entsprechend erst einmal 3000 Rubine haben, damit du das hinbekommst. Ja, damit du dir so eine Clan-Lizenz erwerben kannst. Also den gibt's ja auch nicht geschenkt. So. 1 Minute noch. Wenn das Ganze ein Unentschieden wird, dann ist es auch in Ordnung, oder? Boah. Diese Leute mit ihren Minen. Da ist kein Durchkommen. Aber die Gegner lassen wir natürlich auch nicht durchkommen. Zack, wo ist denn der? Ach so, der ist damit reingefallen. Okay. Ja gut. Probieren wir mal. So, sehr gut. Ach Mensch. Okay, den hat er. Cool. Der Overdrive hat sich auch wieder überhaupt nicht gelohnt. Ne? Also ich krieg heute gar nichts hin, was das angeht. Kann schon froh sein, wenn ich einen bekomme. 30 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Los geht's. Das schaffst du. Zack. Sehr, sehr schön. Ein Gegner weniger. Noch ein Gegner weniger. Ja, ist blöd. Blöd gelaufen. Schade. Aber gut, egal. Dann ist das Ganze hier an dieser Stelle wenigstens ein Unentschieden. So, dann habe ich jetzt einmal heute alles. Verloren, gewonnen, unentschieden. Am Ende steht es dann also 31 Mal verloren, 16 Mal gewonnen und 6 Mal unentschieden gespielt. Das soll es aber auch für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es gut oder auch besser. Rinja hauen. Ist ja klar.